In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr den Voice-over-IP-Kanal an eurer Webstation einrichten könnt. Dieses Tutorial sollte auch für andere Mischpulte von D&A gelten, also Airlight, Airmate und Aarons. Der Einfachheit wegen werde ich aber in diesem Video immer von der Webstation sprechen. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Voice-over-IP-Kanal nutzen könnt, wie ihr die Webstation mit Skype verbindet und wie ihr ein Gespräch mit dem Voice-over-IP-Kanal in eurer Sendung führen könnt. Anschließend zeige ich euch noch in einem kleinen Exkurs, wie ihr den Voice-over-IP-Kanal auch für Phoner Lite nutzen könnt. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Webstation über einen Clean Feed verfügt, also ein Mix-Minus-Signal. Dies ist sehr wichtig und bedeutet, dass der Anrufer in einem Gespräch alles von uns hören wird, nur nicht sich selbst. Das verhindert Feedback-Schleifen und nervige Echos, die die Sprachqualität beeinträchtigen könnten. Schauen wir uns zuerst einmal die Voice-over-IP-Sektion der Webstation an, also Kanal 6. Oben haben wir einen Gain-Regler, mit dem wir die Lautstärke des ankommenden Signals einstellen können, also wie laut unser Anrufer sein soll. Darunter finden wir einen Knopf, den wir auch schon von den anderen Kanälen der Webstation kennen. Hier können wir einstellen, ob wir den Voice-over-IP-Kanal über USB nutzen möchten oder ob wir eine Line-In-Quelle nutzen möchten. Bei dem Regler Voice-over-IP-Send können wir einstellen, wie laut das von uns zum Anrufer gesendete Signal sein soll. Hört uns der Anrufer also zu leise, können wir hier unsere Lautstärke erhöhen. Der Connect-Button wird später dazu da sein, Anrufe anzunehmen oder aufzulegen. Q und On sind wie bei den anderen Kanälen der Webstation auch. Hier könnt ihr also euren Anrufer hören und mit ihm sprechen, ohne dass es live gesendet wird. Und über On könnt ihr den Kanal scharf schalten und live on air gehen. Wir beginnen mit den Windows Sound Einstellungen, um unsere Voice-over-IP-Kanäle der Webstation zu identifizieren und nutzen zu können. Unter den Windows Sound Einstellungen finden wir jeweils unter Aufnahme und Wiedergabe einen Webstation Voice-over-IP-Kanal. Hier empfehle ich euch, den Kanal unter Windows so umzubenennen, dass ihr nachher sofort wisst, wie der Kanal heißt. Ich nenne diesen Kanal bei mir Webstation Modul VoIP. Anschließend installieren wir die Software, die wir benötigen, um mit dem Connect-Button der Webstation Anrufe anzunehmen. Diese Software findet ihr auf der Webseite von D&A, den Link schicke ich euch unten in die Videobeschreibung. Nachdem ihr D&A VoIP Connect Button installiert habt, könnt ihr Skype zur weiteren Einrichtung öffnen. Bei Skype geht ihr bei den Einstellungen auf Audio und Video. Hier vergebt ihr als Aufnahme- und Wiedergabegerät jeweils den Voice-over-IP-Kanal, den ihr hier durch eure eindeutige Benennung in Windows schnell wiederfinden könnt. Weil unser Anrufer vermutlich Musik hören wird, ist es wichtig, dass ihr die Geräuschunterdrückung deaktiviert, da es sonst zu einem abgebrochenen und abgehackten Signal kommen kann. Anschließend öffnen wir die Einstellungen unter Allgemein und stellen sicher, dass die globalen Tastaturkürzel aktiviert sind. Wir klicken auf den Punkt Tastenkombinationen und scrollen nach ganz unten. Leider bietet Skype aktuell keine Möglichkeit an, die Tastaturkürzel zu verändern. Wir müssen daher die Kürzel nutzen, die uns hier vorgegeben werden. Wir gehen zur Taskleiste und öffnen unsere zuvor installierte Software D&A VoIP Connect Button mit einem Rechtsklick und Settings. Hier geben wir an, welches D&A-Mischpult wir verwenden. In unserem Fall ist das die Webstation. Unter den Tastaturkürzeln geben wir jetzt für die Annahme und Auflegen des Anrufes die Tastaturkürzel an, die Skype uns vorgibt. Bei Connect LED stellen wir sicher, dass der Haken bei Internal State gesetzt ist. Anschließend können wir die D&A VoIP Connect Button Software minimieren. Mit der Einrichtung des Voice-over-IP-Kanals unserer Webstation und Skype sind wir damit fertig. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ein Gespräch mit einem Skype-Anrufer während unserer Sendung aussehen könnte. Wenn ihr in einer Sendung seid und ein Anruf bei Skype eingeht, bekommt ihr einen entsprechenden Hinweis von Skype. Diesen Anruf könnt ihr mit dem Connect-Button eurer Webstation annehmen. Hier bietet es sich an, dass der Voice-over-IP-Kanal bei der Anrufannahme deaktiviert ist, damit der Anrufer nicht direkt on air ist.
Ich habe es bei mir so gelöst, dass ich bei meinem Mic-Kanal und bei dem Voice-over-IP-Kanal den Q- und On-Knopf gedrückt halte. Damit ist es möglich, dass der Anrufer und ich uns unterhalten können. Hier können wir schauen, dass die Lautstärken gut angepasst sind und wir uns gut verstehen. Anschließend kann ich diesen Vorgesprächsmodus verlassen. Der Anrufer hört jetzt das On-Air-Signal und damit auch die Musik. Wenn ich den Voice-over-IP-Kanal aktiviere und den Fader hochbewege, ist der Anrufer mit mir auf Sendung und wir können uns unterhalten. Durch das Mix-Minus-Signal, also den Clean Feed, ist es möglich, dass der Anrufer alles hört, was auch die Hörer da draußen hören, nur nicht sich selbst. Wenn ich das Gespräch beenden möchte, drücke ich erneut die Connect-Taste auf der Webstation und der Anruf wird aufgelegt. In einem kleinen Exkurs möchte ich euch nun noch zeigen, wie ihr den Voice-over-IP-Kanal auch für andere Programme nutzen könnt. Ich mache das am Beispiel von Phoner Lite. Das allgemeine Prinzip bleibt ähnlich. Unter den Aufnahme- und Wiedergabegeräten vergeben wir jeweils unseren Voice-over-IP-Kanal, den wir auch hier durch unsere klare Benennung in Windows schnell wiederfinden können. Phoner Lite bietet die Möglichkeit, Tastaturkürzel zu vergeben. Der Einfachheit wegen verwende ich hier dieselben Tastaturkürzel, die ich auch in Skype verwendet habe, damit ich die Einstellung in der D&A VoIP Connect Button Software nicht ändern muss. Anschließend ist Phoner Lite bereit zur Verwendung mit der Webstation. Diese Vorgehensweise gilt auch in der Regel für andere Telefonieprogramme, die ihr nutzen könnt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen und bei der Einrichtung des Voice-over-IP-Kanals geholfen hat. Ich freue mich jederzeit über Anregungen und Feedback oder auch Ideen für kommende Videos. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne jederzeit unter diesem Video melden.